Er sagt, es wird dir doch das geschehen, was geschehen muss. Ob ich persönlich da unten bin oder nicht, es geschieht schon so. Und da sind Leute zu mir gekommen und dann könnte ich jetzt berichten. Es waren 40 bis zum Jahre 52 und die halben haben die volle Heilung bekommen, die anderen waren mitten in der Heilung und die wollten Bruno Gröning kennenlernen und ich habe ihn eingeladen. Und er kam zu mir und war 3 Tage mein Gast in St. Veit. Da war das Extrazimmer, das wir gemietet hatten für den Vortrag. Und um 7 Uhr abends kam Herr Gröning mit mir dann daher. Und da waren ca. 50 Freunde gekommen und er hielt einen wunderbaren Vortrag. Circa bis 11:30. Dann ist er zu mir nach Hause und mit meiner Mutter und mir hat er sich dann unterhalten bis 4 Uhr früh. Was er alles erzählt hat, meiner Mutter und mir, als er da oben war, war unter anderem auch, denn das Sterben kann ich niemandem ersparen. Er sagt, das Sterben müssen alle Menschen und der Tod ist mein Freund. Und den hat Gott eingesetzt. Und deshalb tue ich da nichts dagegen. Dieses Wort hat er hier gesagt. In diesen Nachtstunden hat Herr Gröning mir ein Bild geschenkt. Und zwar dieses Bild hier. Und am nächsten Tag, da hätten wir sollen um 3 Uhr hier beginnen, sagte Herr Gröning, und Sie fahren voraus. Ich komme nach. Und das Bild habe ich dann auch zu mir genommen und fuhr los. 30 habe ich eingeladen und als ich daherkam, denke ich mir, was ist denn los? Auf der Klagenfurter Straße da vorne, Automenschen, wo kommen die her, was wollen die? Ja, die kommen zum Vortrag zu Bruno Gröning. Ich kam in den Hof jetzt da herein, waren da Auto, Pferdefuhrwerk, Menschen. Ich denke, was denn? Bitte alle da hinein in den Saal, wird wahrscheinlich zu klein werden. Da kam dann eine schöne Dame auf mich zu und sagte, ich möchte Sie interviewen. Kommen Sie mit mir da in die Gaststätte und hat mich da in ein Zimmer hineingeführt. Der Gröning war noch nicht da. Und dann sagte er, Herr Gröning hat den Befehl bekommen, zur Gendarmerie, Dienststelle, die da im Haus nebenan ist, zu kommen. Er hat Sprech- und Heilverbot. Er darf nicht in den Raum des Extrazimmers gehen. Also ich war derart erschrocken, derart verzweifelt. Ich sage, wieso das denn? Warum? Das ist doch nicht verboten. Was hat er denn? Was soll das sein? Das werden Sie hören. Fertig aus. Und ich ging dann verzweifelt hierher und da kam gerade Bruno Gröning an. Die Leute herum sagen, Herr Gröning, Sie dürfen da nicht hineingehen. Sie dürfen nicht sprechen. Sprech- und Heilverbot. Sie müssen mit mir da zur Dienststelle hochgehen. Ich war so verzweifelt. Und dann tröstete er mich. In aller Ruhe sagte er, schon gut, das wusste ich ja schon lange, dass das so kommen wird. Und ich dachte mir, trotzdem ist er hergefahren. Also wie geht das denn?
Auf jeden Fall, wir sind dann da hochgegangen zur Dienststelle und der leitende Chef sagte dann, Herr Gröning, das kommt nicht von mir, sondern ich habe den Befehl bekommen. Und deshalb sage ich Ihnen, Sie dürfen nicht in den Raum, dürfen nicht sprechen und nicht heilen. Und der Herr Gröning sagt, so, das ist ja gar nicht nötig, dass ich da hinuntergehe. Gehen Sie herunter, kommen Sie. Sagt er, nein, ich ja nicht. Er sagt, es wird ja doch das geschehen, was geschehen muss. Ob ich persönlich da unten bin oder nicht. Es geschieht schon so. Und dann, er hat in die Hosentasche gegriffen, eine Kugel herausgezogen und gab ihm den Meister. Und der nahm die Kugel und sagte, Herr Gröning, wieso wissen Sie, dass ich ein krankes Kind habe? Die haben sich nur angeschaut und dann sagt der Meister, danke. Greift dann noch einmal in die Hosentasche, der Herr Gröning. Und sie, da rückwärts, das war der schöne Dame, der mich da gesprochen hat, für ihre kranke Frau. Ja, warum wissen Sie das, Herr Gröning? Danke, danke. So, wer soll jetzt da heruntergehen? Und dann haben die beschlossen, die schönen Damen, also dass ich heruntergehen darf und hier mit den Leuten mache, was ich will. Also ich darf.